Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir gibt es heute eine ganz weiche und fluffige Focaccia. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox unter dem Video zu finden und wir starten auch sofort mit dem Rezept. Los geht's! Für den Vorteig nehme ich 80 Gramm Mehl, 0,4 Gramm Trockenhefe und 40 Gramm Wasser. Das Wasser ist zimmerwarm und statt Trockenhefe könnt ihr auch 1 Gramm frische Hefe nehmen. Dann verknete ich alles miteinander und lasse den Vorteig bei Zimmertemperatur über Nacht gehen. Er braucht schon so 7 bis 9 Stunden und der Vorteig ist auch ziemlich fest. Am nächsten Tag geht es bei mir weiter. Mein Vorteig ist auch schön aufgegangen und jetzt geht es weiter mit dem Hauptteig. Ich nehme 200 Gramm Wasser, das Wasser ist auch zimmerwarm, 220 Gramm Mehl, 1,2 Gramm Trockenhefe und den Vorteig. Den Vorteig sollte man in kleine Stücke reißen und einfach alles miteinander verkneten. Meine Küchenmaschine lief 5 Minuten auf Stufe 2 und statt Trockenhefe könnt ihr 3 Gramm frische Hefe nehmen. Diesen Teig lasse ich erst abgedeckt 40 Minuten gehen, füge dann noch 6 Gramm Salz hinzu und lasse die Küchenmaschine nochmal 5 Minuten laufen. Dann kommt mein Teig in eine Box und die Box habe ich mit Olivenöl eingefettet. Nach der ersten halben Stunde in der Box muss man den Teig kräftig dehnen und falten, und zwar von allen Seiten. Wie könnt ihr ganz gut im Video sehen. Dann lässt man ihn noch mal eine halbe Stunde gehen. Dann muss er noch mal kräftig gedehnt und gefaltet werden. Und dann eine halbe Stunde später zum letzten Mal dehnen und falten, aber ganz leicht. Also insgesamt 3-mal dehnen und falten, 2-mal kräftig, 1-mal leicht. Der Teig wird jedes Mal fester und fühlt sich jedes Mal immer besser an. Und nach dem letzten Dehnen und Falten lasse ich ihn in der Box 1 Stunde gehen. 1 Stunde später kann man jetzt wunderbar sehen, dass der Teig ganz viele Blasen gebildet hat. Das heißt, mein Brot wird wunderbar fluffig und locker. Und jetzt fühle ich ihn in die Backform. Die Backform ist 28 x 18 cm groß und ich habe sie mit Olivenöl eingefettet. Und dann lasse ich den Teig in der Backform noch eine halbe Stunde gehen. 30 Minuten später etwas Olivenöl über den Teig geben und mit den Fingerspitzen den Teig mehrmals tief eindrücken. Dann die halbierten Tomaten und Oliven und ein paar Rosmarinnadeln auf dem Teig verteilen und die Focaccia im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder 180 Grad Umluft circa 20 bis 25 Minuten backen, plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Die Focaccia dann aus dem Ofen nehmen und für ein paar Minuten mit einem Geschirrtuch abdecken und ein bisschen ruhen lassen. Ihr könnt sie auch mit Knoblauch backen und dazu passen diverse Salate, Antipasti, Parmaschinken, Ofengemüse, Räucherlachs und. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wie wunderbar fluffig und locker sie geworden ist. Sie schmeckt wirklich wunderbar und der Aufwand lohnt sich auch wirklich. Danke fürs Einschalten, euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!